Herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Sunshine Ossi. Heute mal ein Video aus dem Inselkeller zum aktuell laufenden Speicherumbau, Speichererweiterung. Wie ihr seht, hat sich hier einiges getan, hat sich hier einiges verändert. Dazu kommen wir gleich im Detail, was ich hier gerade mache und wie das alles abläuft. Aber zuallererst würde ich mal zwei wichtige Punkte noch fix ansprechen zum Anfang des Videos. Der erste Punkt: Es gibt für diesen Speicherausbau eine neue Playlist bei mir auf dem YouTube-Kanal. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Da kommen die ganzen Videos rein zum Speicherumbau, Speichererweiterung. Da gibt es dann demnächst auch nochmal Videos zum JK Inverter BMS, V19, V22, 7 Zoll Display und so eine Späße. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt: Es gibt für euch da draußen eine zeitlich begrenzte Rabattaktion für alle, die gern selber Speicher bauen, Speicher zusammenbauen. Und zwar gibt es eine Rabattaktion beim Henning Ehlers in seinem eBay-Shop. Den habe ich euch ja schon mal gezeigt, ne, in einem Video, wo ich das Shenzhen Young DIY Kit vorgestellt habe. Der hat wieder ordentlich Nachschub bekommen, unter anderem auch die neuen Young V3 Do-It-Yourself-Kits, aber natürlich auch Seplos Mason DIY-Kits mit Seplos 2.0, Seplos 3.0 und natürlich, wie gehabt, Seplos BMS, JK Inverter BMS, JK Displays. Also da ist wieder einiges verfügbar. Und ja, wie bekommt ihr den Rabatt? Ist eigentlich ganz einfach. Beziehungsweise so richtig einfach war es nicht, weil der Henning Ehlers hat nicht so viele Artikel im Shop, deswegen kann er keinen Gutscheincode einrichten im System. Das geht erst ab einer gewissen Artikelanzahl, ich glaube 50, 60 Artikel sowas. Und er hat ja weniger Artikel, so 20, 30. Deswegen haben wir es jetzt so gemacht, ihr kauft die Artikel ganz normal beim Henning Ehlers im Shop und bei der Kaufabwicklung fügt ihr dann eine Nachricht an den Verkäufer hinzu und da schreibt ihr einfach unten rein Sunshine Ossi 3. Ich blende euch das hier auch nochmal ein. Einfach dort mit reinschreiben, dann bekommt ihr nochmal 3% Rabatt auf den ursprünglichen Preis. Heißt also, ihr bezahlt den ursprünglichen Preis und dann nach der Kaufabwicklung bekommt ihr eine Rückerstattung über PayPal. Am besten mit PayPal machen, macht sich am besten. Das ist eine Rabattaktion, die ist nur für euch. Also ich bekomme da keine Verkaufsprovision, keine Anteile oder sowas. Das ist nur für euch da draußen, ja, für die, die gerne Speicher bauen. Und der Henning Ehlers hat schon sehr, sehr gute Preise, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Also die sind wirklich sehr gut, die können sich sehen lassen. Und ihr habt natürlich ja, einen deutschen Ansprechpartner, deutschen Support. Verlinke ich euch alles unten, wie ihr zu dem Shop kommt vom Henning Ehlers. Und ich packe auch mal seine Handynummer rein, da könnt ihr den auch per WhatsApp kontaktieren und fragen, ob dies, das, jenes verfügbar ist. Aber am besten immer in der Woche, nicht so am Wochenende, weil am Wochenende möchte auch der Henning ein bisschen seine Ruhe haben, weil er schon ein, zweimal ein bisschen gemeckert hatten, dass er am Wochenende nicht antwortet. Ja, also er hat mit dem eBay-Shop von Montag bis Freitag mehr als genug zu tun. So viel dazu, diese zwei wichtigen Punkte im Vorfeld. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch, was ich hier gerade so Feines mache und wie der Speicherausbau läuft. Ja, da würde ich sagen, kommen wir mal zum zweiten Teil vom Video. Was wird gerade gemacht, was läuft gerade umbaumäßig? Wer den vorherigen Zustand nicht kennt, einfach bei mir auf dem Kanal schauen. Da gibt es Videos ohne Ende, wie es vorher ausgesehen hat. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen den Speicher umgebaut. Also wir haben als erstes den Rückbau gemacht von 6 Speicher auf jetzt momentan 4 Speicher. Das seht ihr hier, die sind jetzt alle schön in den Regalen verbaut und auch schon angeschlossen. Die laufen jetzt schon wieder seit ein paar Tagen. Und hier rechts war ja ein Regal gewesen mit den anderen beiden Speichern. Das Regal habe ich zurückgebaut, habe das alles umgebaut, habe hier für die DIY-Kits ein Podest gebaut. Das habe ich natürlich auch selber gebaut und lackiert. Gibt es auch ein Short-Video bei mir auf dem Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen. Und ich habe natürlich hier auch in der Ecke das Regal umgebaut, Kabelkanäle neu gemacht. Und hier mache ich gerade noch die neue Unterverteilung für den AC Out 2, für den Multiplus 5000 GX.
ist momentan noch in Arbeit und wie ihr unschwer sehen könnt, baue ich gerade den ersten Speicher mit dem Shenzhen Yixiang V2 DIY Kit zusammen mit EVE MB31 Zellen. Da sind die EVE MB31 von EEL Battery drin. Dann kommt da der nächste Speicher drauf, ebenfalls EVE MB31 Zellen von Shenzhen Dokkan. Und dann kommt noch ein dritter Speicher drauf und da kommen auch EVE MB31 Zellen rein. Ja, also haben wir dann erstmal hier fest verbaut 7 Speicher dann am Laufen. Dann ist natürlich hier links noch der Speicher Nummer 8, das Yixiang V2. Das läuft noch ein paar Tage, dann mache ich da mal so eine 12-Monats-Auswertung, baue das mal auseinander, schaue mal rein, ähnlich wie beim Apexium V3. Und dann kommt auch noch hier drüben ein Speicher hin, hier auf die Ecke dann. Da soll dann der 16 Kilowattstunden Speicher von Wattcycle hinkommen. Der wird natürlich bei uns auch verwendet, bei der Hausinsel im Dauerbetrieb, damit ich da auch dann mal ein Fazit geben kann. Ja, das läuft so jetzt, ne, die letzten Tage und die zukünftigen Tage. Ansonsten steht hier noch der Laptop, weil die Do-it-yourself-Kits, die BMS, die da drin verbaut sind, haben leider nicht immer die aktuellste Firmware. Da müsst ihr auf jeden Fall schauen, wenn ihr so ein Do-it-yourself-Kit bekommt, egal ob Seplos oder JK BMS, ob da eine halbwegs aktuelle Firmware drauf ist. Ansonsten müsst ihr die halt hier aktualisieren mit so einem Netzwerk zu USB-Adapter und dem, ja, mit der Software dazu, hier der JK BMS Monitor. Es gibt jetzt auch schon ein fertiges Adapterkabel von JK von Netzwerk auf USB. Das kostet 10 Euro, da braucht man nicht mehr mit dem Adapter rummehren, macht sich ganz gut. Ansonsten hier auf der linken Seite habt ihr schon gesehen, ein schönes neues Tablet, 13,6 Zoll Display, das Teclas T65 habe ich mir besorgt. Na, hier sehen wir jetzt die 4 Speicher, die momentan bei uns laufen. Und das wird jetzt nochmal geändert. Na, momentan ist es so, hier links haben wir den Speicher 3 und 4. Und hier haben wir die Speicher 1 und 2. Und das wird dann geändert, dass hier oben links der Speicher 1 ist, der Masterspeicher mit 19er JK Inverter BMS. Dann hier der Block Nummer 2. Dann hier drüben Block Nummer 3, Block Nummer 4. Und hier in der Ecke dann Block Nummer 5, 6, 7. Das Yixiang V2 daneben, Block Nummer 8 und der Wattcycle Speicher. Somit sind wir dann bei 9 LiFePO 4 Speicher mit jeweils 15, 16 Kilowattstunden. Ja, kann sich sehen lassen und dann werden wir die Anlage erstmal so betreiben über die Wintermonate und schauen dann nächstes Jahr mal. Ansonsten ist auch noch natürlich das 7 Zoll Display, ja, für die JK Inverter BMS. Und das seht ihr schon, auch dafür habe ich schon wieder ein Gehäuse gedruckt aus dem 3D-Drucker. Und dieses Gehäuse kann man entweder hinlegen, aber man kann dieses Gehäuse auch hinstellen. Ja, dann kann man das Display halt hinstellen. Dann läuft das halt wie hier hinten, das Touch GX. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, davon habe ich auch schon wieder mehrere ausgedruckt von diesem Rahmen, weil mich schon wieder einige angeschrieben haben. Ja. Da kommen dann immer ein paar Exemplare mehr aus dem 3D-Drucker. So, das soll es gewesen sein für den heutigen Videogruß zum Wochenende. Neue Playlist, Rabattaktion für euch, Speicherausbau läuft. Und ich mache jetzt mal weiter mit unserem schönen LiFePO 4 Speicherausbau mit dem Shenzhen Yixiang V2. Die bekommen bei mir noch ein Upgrade, weil die Yixiang V2 haben leider keine T-Glas-Sicherung drin. Die rüste ich da noch nach. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Video beim Sunshine Ossi. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und nicht vergessen, im Osten geht die Sonne auf.